Heute gibt es gute und schlechte Neuigkeiten. Und da fangen wir natürlich gleich mit den Guten an, ganz klar. Allerdings, ob die so gut sind, weiß ich noch gar nicht. Weil die erste Nachricht, die ich euch zu vermitteln habe, hat mit hier drin was zu tun. Ich gehe mit euch mal in den Stall, weil wir waren wirklich sehr überrascht, dass die Enten jetzt hier tatsächlich kleine Nester gebaut haben. Man erkennt es hier, schöne kleine Kuschelnester. Und was findet man in diesem Nest? Ein Ei. Und das ist heute nur eins, weil die Legeleistung mittlerweile betrug ungefähr 4 Eier pro Tag. Das heißt, wir sind also komplett überschwemmt mit Enteneier. Jetzt ist es natürlich schon sehr komisch, ne? Klar, ich meine, die Eier kann man essen, überhaupt keine Frage. Aber so diese Kopfsache, das sind die Enteneier. Also ich habe mich bis jetzt nicht ganz überwunden. Zumal das Ganze im Internet also ziemlich verworfen wird. Aber das ist, denke ich, wirklich eine reine Kopfsache. Man sollte also die Eier wohl immer durchgaren, das heißt also hart kochen oder dann eben auch ein Rührei machen, das richtig komplett durch ist, damit eventuelle Salmonellen oder was hier drin sein könnte, was allerdings in den Hühnereiern genauso vorkommen könnte, dann eben hier zunichte gemacht wird. Also wie gesagt, ich habe jetzt schon ganz viele Eier verschenkt, sollten übrigens auch super zum Kuchenbacken sein. Katzen könnten Sie ja vielleicht auch mal probieren. Ne? Na, Katinka, willst du vielleicht auch mal probieren? Willst du vielleicht auch mal probieren, ob das was ist? Aber ich meine, mit dieser Menge, wie gesagt, also 4 pro Tag, weiß nicht, ob das jetzt so weitergeht oder ob dann zwischendrin mal wieder eine Pause ist, muss man schon zusehen, ne, wie man die am besten verwertet. Weil auf jeden Fall wegwerfen werden wir sie nicht. Ja, und so gibt es jeden Tag was Neues, immer irgendeine Veränderung. Und eine besondere Veränderung, ja, die mich eigentlich auch ein bisschen traurig macht, haben wir jetzt hier bei uns Pferden. Ich habe euch ja gesagt, dass sich also pferdetechnisch bei uns was ändern wird. Und damit habe ich jetzt nicht das Fohlen gemeint, das wir also für nächstes Jahr eventuell, wohl gesagt eventuell geplant haben. Nein, sondern die Veränderung sieht momentan so aus. Ich weiß nicht, ob ihr es direkt erkennt. Ist eigentlich nicht so schwer, ne? Wir haben jetzt nur noch 3, weil Nadur ist... Nadur, der war einfach der Weg zu weit. Sie musste also jedes Mal, wenn sie zu ihrem Pferd wollte, 1,5 Stunden fahren. Und das hat sie jetzt ein Jahr lang probiert und es war einfach zu viel, was man natürlich auch absolut verstehen kann. Und jetzt haben wir wieder eine Dreiergruppe, die sich allerdings sehr, sehr gut verstehen, muss ich sagen. Also die haben sich super gemacht, sieht auch hier, ne? Fressen jetzt zusammen, sind total lieb. Bibi immer noch so ganz klein bisschen außerhalb, aber ich denke, so wächst die Herde jetzt noch ein bisschen schneller zusammen. Pete ist jetzt hier absoluter Chef über die Damen, was ihm auch sehr gefällt. Und wie gesagt, wir sind also da eigentlich sehr zufrieden, dass es so funktioniert. Weil man weiß ja nie, wenn ein Pferd geht, das schon so lange da war, wie die Pferde generell reagieren. Ne? Ich meine, ob sie dann trauern oder ob der Mensch sich da vielleicht auch wieder zu viel einbildet oder denkt. Aber ich denke schon, dass er irgendwo vermisst wird. Gehe ich mal so von aus. Weiß nicht, habt ihr Erfahrungen schon gemacht mit Stallwechsel? Beziehungsweise, wenn mal ein Pferd gegangen ist, wie sich die anderen gefühlt haben, würde mich mal ganz tierisch interessieren. Also schreibt es mir gern in die Kommentare.
Aber eins steht fest, dieses Jahr wird sich hier sowieso noch einiges ändern. Wir werden also auch noch Einsteller dazu nehmen. Allerdings das Ganze ist noch nicht ganz komplett spruchreif. Deswegen müsst ihr da noch ein bisschen warten, welches Pferd dann hier wohl als nächstes einziehen wird. Weil Platz haben wir jetzt ja wieder. Ich habe jetzt übrigens, weil Katinka hier gerade vorbeiläuft und da hinten gerade Willow und Mowgli am Werke sind, weil ich gefragt wurde, wann denn jetzt, du Süße, wann jetzt Kaya und Baloo kastriert werden. Da habe ich noch keinen Termin, weil es war ja so ausgemacht, dass immer nur 2, weil es sonst zu viel wird, kastriert werden. Und da bekomme ich jetzt demnächst den Termin und dann werde ich die dann auch noch, wie gesagt, da ins Tierheim bringen und dann dementsprechend kastrieren lassen. Ja, meine Süße. Ja. Und da bin ich dann auch froh, wenn wir das endlich hinter uns haben. Weil so muss ich sagen, hat sich jetzt Willow und Mowgli wieder ganz gut entwickelt. Es haben ja viele in den Kommentaren geschrieben, das ist wohl der Geruch oder so, ne, was dann die anderen gestört hat. Also die sind jetzt mittlerweile wieder so, wie sie zuvor waren. Willow immer noch so scheu, obwohl er so ganz langsam auf mich zukommt, ganz langsam. Ja, und Mowgli halt immer noch der Ansteller, ne? Wie es halt schon die ganze Zeit war, genau. Und die haben hier ihr zweites Katzenparadies gefunden, das heißt, die wohnen hinten im Holzstall oder sind ab und zu dort und freuen sich hier ihres Lebens. Ist immer schön mit anzusehen. Schweinetechnisch bin ich momentan am Überlegen, wo ich wohl ein festes Außengehege hinmachen könnte. Wir können gerade mal reinschauen, ob ich den Stall nochmal komplett umbaue. Das heißt also, ihn vielleicht auf die andere Seite verlege und dafür dann eine Öffnung in den Hof mache. Hallo, ich nur was. Hallo, ich nur was. Na, ist alles gut bei euch? Na, ist alles gut? Ihr dürft dann gleich raus, gell? Weil noch haben wir ja schönes Wetter und da dürfen die natürlich dann auch täglich raus. Allerdings halt leider momentan wieder nur unter Beobachtung, weil die ja in letzter Zeit auch irgendwelche Lücken im Zaun finden und dann auf einmal bei den Pferden rumlaufen. Und das will ich natürlich nicht unbedingt jetzt riskieren, weil die Pferde haben immer noch so, ja, einen gewissen Respekt vor den kleinen Seuchen. Ja, und hier habe ich mir das überlegt. Also hier ist der Schweinestall auf der Seite und hier haben wir sowieso eine Tür. Und ob man da vielleicht dann hier nach außen hier in den Hof ein Gehege machen könnte, vielleicht hier halt die Platten rausnimmt und Gras sät, beziehungsweise halt vielleicht auch so eine kleine Matschpfütze macht, was denen halt so gefällt. Also da bin ich echt am Überlegen, weil die Alternative dazu wäre, obwohl mir das eigentlich fast zu eng ist, dass man hier den zukünftigen Hühnerstall nimmt. Der ist ja dann hier, mit der Tür hier geht's rein. Da ist halt relativ dunkel drin, dass man den nimmt und dann einen Ausgang auf die andere Seite macht. Hier durch die Kanape-Ecke. Und dann hier auf der Sonnenterrasse dann vielleicht hier irgendwie ja, einen schönen Außenbereich für die macht. Das heißt, da wird dann halt unsere Sonnenterrasse vielleicht ein Stück kürzer werden, aber hier hätten wir sie dann direkt dabei. Könnt ihr mir in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Oder vielleicht habt ihr noch viel bessere Ideen. Würde mich sehr freuen. Ja, und hier unsere Ausreißerkönige. Das ist wirklich so. Und mittlerweile habe ich auch herausgefunden, wer es genau ist. Das ist nämlich die Daisy. Also die ist scheinbar sehr, sehr intelligent. Weil Daisy ist fast 2 oder 3 Mal am Tag draußen und findet immer wieder irgendwo eine kleine Lücke. Und ich bin also dann jedes Mal hier wieder am Suchen. Das ist echt wie Rätselraten, ne? Dass man jedes Mal hier den Zaun wieder abläuft und dann schaut, wo sie eventuell da wieder durchgekommen sein könnte. Da habe ich da hinten jetzt das gefunden. Da hat sie hier durch den Zaun, sie irgendwie, ja, hat sie sich irgendwie durchgezwängt, keine Ahnung. Und das Problem dabei ist,
Die anderen verstehen es nicht. Das heißt, dann ist nur sie draußen. Und wenn sie alleine draußen ist, ist sie natürlich unglücklich, klar. Ne? Weil die anderen sind nicht dabei. Und dann gibt es hier ein riesen Gequake jedes Mal. Aber dann natürlich weiß ich Bescheid, aha, sie ist wieder draußen. Aber mal schauen. So kann man halt nur Stück für Stück jetzt hier immer entgegenarbeiten und immer wieder was schließen. Ich würde sie am liebsten rauslassen, also komplett, weil ich meine, abhauen werden sie mit Sicherheit nicht. Aber ich habe ehrlich gesagt Angst, weil hier sehr viel Leute mit ihren Hunden Gassi gehen und auch viele Freilaufende dabei sind. Und da wäre mir das ein bisschen zu riskant, nicht, dass sie dann irgendeine Ende reißen oder so. Also da hätte ich Angst vor einfach. Ja, und so kann man hier, wie gesagt, Stück für Stück abgehen. Haben hier immer so ihre Spezialdinger. Hier schmeißen sie zum Beispiel immer vom Kirschbad die Beleuchtung um. Müsste ich vielleicht auch mal fest eingraben. Ich sehe hier gerade, hier wird gerade das Schildkrötengehege erkundet. Ja, ihr macht mir alles kaputt da drin. Ja, was meinst du hier, wenn Otto und Felix kommen? Ja, ihr seid da drin. Ja, das ist eigentlich nicht für euch gedacht. Ja? Balu. Ja, das sind halt so richtige Teenager jetzt, ne, wo alles erforschen wollen. Alles. Und davon mal abgesehen, da wir es jetzt ja gerade von den Schildis haben. Also ich hoffe, dass die demnächst jetzt hier aus ihrem Winterschlaf aufwachen. Ich hoffe es also wirklich ganz, ganz arg. Und dass es auch soweit dann alles in Ordnung ist. Ich habe jetzt unten schon mal in die Kiste reingeschaut und habe auch mal Otto rausgehoben. Also es sah alles ganz normal aus, soweit ich das beurteilen kann. Und wie gesagt, ich hoffe einfach nur, dass sie bald aufwachen und dann auch wieder ins Gehege können. Ihr könnt mir übrigens mal als Schildkrötenbesitzer schreiben, ob eure schon aus dem Winterschlaf draußen sind oder ob sie auch noch rumbogeln. Schreibt es doch bitte in die Kommentare. So, jetzt habe ich auch mal nicht aufgepasst, das sind die Enten wieder hier vorne in ihrem Entenparadies. Allerdings auch hier ist der Zaun nicht mehr fluchtsicher. Also ich habe jetzt hier schon überall mit Steinen beschwert und so weiter. Aber sie finden ständig wieder eine Lücke. Also deswegen lasse ich es jetzt wieder in den Garten, weil das ist momentan die einzig sichere Stelle. Und ich habe jetzt hier einen neuen Zaun bestellt. Also so ein Strategenzaun heißt das Ganze, also so ein Naturholzzaun. Und den werde ich dann hier aufstellen und da haben sie dann keine Chance mehr rauszukommen. So, jetzt muss ich hier mal wieder aufmachen. Und dann geht es wieder ab in den Garten. Am 13. hatte ja auch unsere kleine Witch hier Geburtstag. Sie wurde 12 Jahre alt und sie freut sich garantiert, wenn sie ein Happy Birthday von euch in den Kommentaren lesen kann. Ja, Mann, das siehst du. 12 Jahre bist du schon. Das liegt ja. Ja, das war schon wieder mein kleines Video. Ich hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat und mich würde es tierisch freuen für einen Daumen nach oben. Und was mich noch viel mehr freuen würde, wäre natürlich, wenn ihr hier meinen kleinen Kanal auf YouTube abonniert und vielleicht alle Leute, die auch die Pferde hier an der Heuraufe mal sehen wollen, dazu einladen. Wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video. Ich freue mich auf euch. Bis dann. Ciao, ciao.